Das ist ein altes Edelstahlbierfass, das könnte mal wieder ein bisschen Glanz vertragen. Und das machen wir mit einer Satiniermaschine. Eine Satiniermaschine ist die absolute Wunderbürste. Damit kann man Flächen polieren, Flächen schleifen, Flächen entrosten, Lack abschleifen und. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man eine Satiniermaschine einsetzen kann. Das ist wirklich die absolute Wunderbürste. Man guckt sich hier nur dieses Ergebnis an, das ich hier innerhalb von kürzester Zeit erzielt habe. Das ist wirklich schon Wahnsinn. Das ist eine Satiniermaschine, die kommt von Parkside. Habe ich in der Werbung gesehen, musste ich unbedingt ausprobieren. Habe ich mir sofort bestellt. Kostet aktuell um die 50 Euro. Dafür ist es natürlich ein absoluter Schnapper. Das heißt, Satiniermaschinen gab es früher um die 700, 800 Euro haben die angefangen und die letzten Jahre wurden die dann immer bezahlbarer. Es gibt verschiedene China-Satiniermaschinen bei eBay, bei Amazon. Ich habe selber so ein Gerät, habe selber von diesen Geräten schon mehrere geschrottet, muss man ganz ehrlich sagen. Und da ist es natürlich interessant, was Parkside da bietet. Und das gucken wir uns in diesem Video an. Zusätzlich zeige ich euch noch verschiedene Anwendungsfälle, was man mit so einem schönen Gerät machen kann. Die technischen Daten zu dieser Satiniermaschine. Wir haben hier ein Gerät mit 1300 Watt. Das Gerät ist drehzahlreguliert. Das ist wirklich auch zwingend erforderlich, wenn man mit einer Satiniermaschine vernünftig arbeiten will. Ich habe hier 6 Stufen von 900 bis 3200 Umdrehungen. Die Walzen, die hier zum Einsatz kommen, sind Standard. Das heißt, man hat hier nicht das Problem, dass man keine Walzen nachkaufen kann. Die haben einen Durchmesser von 100, eine Länge von 100, haben einen Dorn, glaube ich, von 19 mm. Alles, was ich hier habe, passt auf diese Satiniermaschine. Das heißt, alles, was ihr ganz normal bei eBay, bei Amazon kaufen könnt, kann man hier verwenden. Das fängt an bei Schleifwalzen, das geht über die verschiedensten Polierwalzen bis hin zu Drahtbürsten. Also da ist wirklich viel möglich und dementsprechend kann man das Gerät auch sehr vielseitig einsetzen. Ich habe hier das Gerät im Lieferumfang, einen Handgriff, eine Walze, das ist so eine Kunststoffwalze, ist gleich im Lieferumfang. Ich habe dann Absaugstutzen, ich habe diese Schutzhaube und das Gerät kann man innerhalb von Minuten montieren. Da ist nichts auffällig, da ist nichts irgendwo, was ein Hexenwerk ist. Also das sollte jeder wirklich problemlos hinbekommen. 2 Sachen sind jetzt hier so ein bisschen besonders. Ich habe hier auch noch seitlich einen Schutz. Das habe ich bei den meisten Geräten nicht. Finde ich auch nicht unbedingt nötig in der Form. Ich weiß nicht, ob ich den dauerhaft benutzen werde. Für das Video werde ich den natürlich benutzen, bevor der Erste hier einen Herzinfarkt kriegt in der Form. Wird ganz einfach durch 2 Schrauben geklemmt. Kann ich immer wieder abnehmen, muss ich abnehmen, um dann die Walze zu montieren. Die Walze hat hier 2 Keile. Diese Keile fungieren als Mitnehmer. Wenn man diese Keile nicht mehr hat, dann hat man da ein Problem. Dann wird die Walze natürlich auch relativ schnell durchdrehen. Und diese Keile sind relativ locker. Man sieht das, ich muss die hier von unten mit der Hand fixieren. Dann kann ich die Walze rüberschieben. Dann bleiben sie aber in der Position und erfüllen auch ihre Aufgabe. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, macht das Gerät für den Preis wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich habe das hier montiert in der Form. Es ist alles passig. Es fühlt sich qualitativ gut an. Es sieht optisch gut aus. Wenn man gerade immer so den Preis bedenkt von 50 Euro, finde ich das so für den ersten Eindruck, und der erste Eindruck zählt ja oft, finde ich das wirklich alles andere als verkehrt. Jetzt sehe ich schon den einen oder anderen zu Hause am Bildschirm, der sagt, aber Manni, es gibt doch so einen Dorn für einen Winkelschleifer, da braucht man doch nicht wieder ein extra Gerät. Das stimmt im Prinzip, aber auf der anderen Seite gibt es auch 2 entscheidende Punkte. Erstmal ist bei so einem Winkelschleifer, ich kann die Drehzahl nie so stark runter reduzieren und ich habe nicht das Drehmoment. Das heißt, mit so einer Satiniermaschine muss man richtig mit Kraft arbeiten. Wenn ich das mit einem Winkelschleifer mache und ich habe wirklich Metabo, ich habe Bosch, ich habe von 3M so einen Bosch-Klon als Winkelschleifer, also richtig gute Winkelschleifer, und selbst die laufen innerhalb kürzester Zeit heiß, die knicken bei der Drehzahl ein und dann habe ich Angst, dass die Geräte kaputt gehen, die würden wirklich kochend heiß werden die und dann schalte ich die ab in der Form. Das ist hier mein Metabo-Winkelschleifer, also ich habe auch so einen Dorn und ich habe es ja bisher so, dass ich meine Satiniermaschine mit so einer Wandhalterung in der Wand befestigt habe. Das kann man wirklich auch empfehlen. Da kann man Kleinteile sehr, sehr genial bearbeiten. Und jetzt habe ich halt eine zweite. Und dann hatte ich es meistens so, dass ich überlegt habe, oh, baue ich den jetzt extra ab aus der Wandhalterung? Dann nehme ich halt schnell den Dorn. Aber man merkt, innerhalb von kürzester Zeit wird so ein Winkelschleifer heiß. Kann ich nicht empfehlen. Und man muss den Preis natürlich auch irgendwo gegenrechnen. Wenn man sich so eine Haube kauft, wenn man sich so einen Dorn kauft, dann ist man schon fast bei dem gleichen Preis, was so ein
ein Gerät kostet. Kann ich nicht empfehlen, wenn man sich seinen schönen teuren Winkelschleifer schrottet oder so, da hat man meistens sehr wenig von. Bevor wir zu den Anwendungen kommen, diese Satiniermaschinen, die haben auch immer ein riesengroßes Problem. Und das ist, wenn man damit richtig Druck arbeitet, und das muss man, wenn man zum Beispiel hier so ein Fass poliert, darum habe ich das auch schön auf den Boden gelegt, dass ich mit meinem ganzen Körpergewicht da drauf drücken kann, richtig mit Kraft arbeiten kann, dann werden die auch relativ schnell heiß, werden die relativ schnell warm, rauchen unter Umständen ab. Das heißt, ich habe so ein China-Gerät, das habe ich, glaube ich, seit 5, 6 Jahren. Vorher hatte ich 2 andere Geräte und die habe ich auch relativ schnell geschrottet in der Form. Also da ist oft so, dass sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Darum habe ich hier auch richtig mit Druck gearbeitet, habe es aber nicht geschafft, dass ich die Drehzahl in irgendeiner Form schaffe zu reduzieren, und das Gerät ist auch nicht warm geworden. So leicht warm wird es natürlich immer mal ein bisschen, aber nicht, dass es irgendwo in der Form heiß wird, dass es irgendwo in der Form anfängt zu riechen oder dergleichen. Das sollte hier in der Form nicht passieren. So kann man hier schöne Ergebnisse erzielen, kann man hier richtig schön polieren. Ich habe natürlich auch noch andere Sachen damit gemacht. Ich habe zum Beispiel einfach mal die Alufläche oder diese Alu-Auflage von meinem Tisch so ein bisschen überpoliert. Da sind so kleine Spielereien. Man muss natürlich darauf achten, dass es immer noch diese Kunststoffbürste, die da mitgeliefert ist, dass man die nur für einen Werkstoff benutzt. Das heißt, wenn ich die für Edelstahl benutze, kann ich die hinterher nicht zum Entrosten benutzen und hinterher wieder für Edelstahl. Das sollte natürlich klar sein, habe ich in der Form auch nicht gemacht. Das heißt, ich habe erst das Edelstahl-Bierfass hier ein bisschen aufpoliert, dann habe ich mal ein Edelstahlblech damit übergebürstet, funktioniert auch sehr gut, liefert auch sehr schöne Ergebnisse, und dann habe ich damit ein Stahlrohr ganz einfach mal überpoliert, und als letztes habe ich dann hier eine Fläche entrostet. Alles möglich. Fläche entrosten funktioniert übrigens sehr gut, wenn man sich so einen Drahtbürstenaufsatz für so ein Gerät kauft. Also da sind schon viele verschiedene Sachen mit möglich. Und wenn man dann andere Walzen nimmt, dann ist natürlich noch deutlich mehr möglich. Zu den Stahloberflächen ist natürlich zu sagen, das sieht richtig gut aus, wenn man das dann hinterher mit Klarlack lackiert. Das heißt, man kann hier im Prinzip solche Möbelteile, wenn man Möbel daraus baut, aus Stahlrohren oder dergleichen, kann man die richtig schön aufpolieren, kann das hinterher komplett mit Klarlack lackieren. Das sieht richtig edel aus, und wie gesagt, man hat hier einen sehr günstigen Werkstoff. Das ist hier auch problemlos möglich. Oder wenn man die Rohre hinterher schweißen will, da eine richtig gute Schweißnahtvorbereitung haben will, wenn man zum Beispiel mit Wick schweißt oder dergleichen, oder es vernünftig lackieren will, kann man hier Flächen wirklich richtig schön aufarbeiten, kann hier Flächen richtig schön überbürsten. Das ist ein Edelstahlblech, und das ist jetzt eine Schleifwalze mit Schleifpapier, 120er Korn, und jetzt kann ich die Fläche hier richtig schön wieder aufschleifen. Da sind kleine Macken drin, da sind kleine Stellen drin. Ich will eine richtig schön glatte Fläche haben, und das kann ich bis ins Extremste treiben. Also man kann das, wenn man will, auch Spiegel polieren. Da gibt es alle Möglichkeiten. Es gibt da so unwahrscheinlich viele verschiedene Schleifwalzen in der Form. Normal Standard ist, dass man erst einen Schliff reinbringt. Der Schliff ist hier bei 120er Korn natürlich noch relativ grob. Den kann man auch noch deutlich feiner da reinbringen. Also da sind alle Möglichkeiten gegeben. Und im nächsten Zug ist es dann natürlich so, dass ich dann eine Walze nehme, die hat Schleifpapier und Schleifvlies, und damit kann ich das Ganze schon noch so ein bisschen besser bürsten, und dann kriege ich es in jedem Schritt immer ein bisschen schöner hin. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen an meinem Bierfass vergehen, werde da noch eine Stunde dran rumpolieren. An sich, wenn man das sieht, was ich hiermit gemacht habe, entrostet, Flächen poliert, Flächen geschliffen oder so, da sind schon tolle Möglichkeiten, was man damit machen kann. Was ich jetzt nicht gemacht habe, ist zum Beispiel Farbe abzuschleifen oder Farbe anzuschleifen. Das ist hier auch toll möglich. Vor allen Dingen, man kriegt im Gegensatz zu einem Winkelschleifer hier immer eine richtig schöne, glatte, homogene Fläche. Es gibt so ein, zwei Kleinigkeiten, wie diese Keile nicht so hundertprozentig da sitzen, wie ich das gerne hätte in der Form, aber ansonsten finde ich, ist das wirklich für den Preis eine absolute Hammermaschine. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen weiterhelfen, konnte euch zeigen, was damit möglich ist, und wie gesagt, mein absoluter Favorit ist, sich da so eine kleine Wandhalterung in der Werkstatt mitzubauen. Damit kann man jegliches Bauteil auf die Schnelle mal entrosten, auf die Schnelle mal polieren und. Also richtig tolle Möglichkeiten mit so einer Satiniermaschine.
Ich bin da ein riesen Fan von. Profis wissen, warum sie die Satiniermaschine lieben. Also damit sind so viele Möglichkeiten. Es gibt so viel Tolles, was man mit Material damit machen kann und dem Material einen richtig schönen Glanz versehen kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Ich hoffe, die Satiniermaschine gefällt euch. Satiniermaschine verlinke ich hier unter. Ganz kurz, weil viele da immer fragen, das ist hier kein werbefinanziertes Video. Ich habe mir die Satiniermaschine ganz normal bestellt. Ich versuche euch hier Mehrwert zu geben, versuche euch hier vernünftige Sachen vorzustellen. Teste da auch immer mal gerne diese Parkside-Geräte, weil sich halt viele Leute dafür interessieren. Und ich persönlich interessiere mich auch dafür. Habe mich jetzt gefreut, dass ich für den kleinen Kurs eine schöne neue Satiniermaschine habe. Bis dann und viel Spaß beim Schweißen. Euer Manni.